Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar möchte ich euch dieses Mal das Multi-Area Conditioning zeigen. Das ist eine ziemlich coole Taktik oder Technik, die habe ich schon etwas länger nicht mehr angewandt. Ich habe nochmal getestet, ob es noch so gut funktioniert wie damals, und ja, es tut es. Und tatsächlich gibt es die Möglichkeit schon im Vanilla Comfy UI, und zwar unter Conditioning Set Area. Dann kriegt man diese Node hier, und mit dieser Node kann man angeben, wie groß ein Bild werden soll und wo auf diesem Bild sich das Conditioning hier oder das Motiv, was man mit diesem Conditioning erzeugen will, befinden soll. Aber diese Node hier ist irgendwie, ja, ist nicht sehr schön. Man muss hier so ein bisschen raten und sowas. Und deswegen möchte ich euch an dieser Stelle noch eine andere Node Collection vorstellen. Und zwar findet ihr die, oder ich finde die zumindest immer so, und ihr dann hoffentlich auch, im Manager. Gehe ich immer auf Install Custom Nodes und gebe hier Dave ein und suche die. Da gibt es nämlich den Autor DaveMain42, und der hat die Visual Area Conditioning Latent Composition Nodes gemacht. Und die befinden sich in GitHub hier. Und die könnt ihr euch laden, installieren. Schaut auch gerne in meine anderen Videos auf diesem Channel rein, wie man Custom Nodes installiert. Hier steht es auch noch immer beschrieben. Ihr braucht Git dafür, oder ihr macht es einfach über den Comfy UI Manager. Auch da gibt es ein extra Video für diese Custom Node auf diesem Channel. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen Wissen aneignen, wie das funktioniert. Und wenn ihr die installiert habt, dann kriegt ihr nämlich hier diesen DaveMain42 Folder, und hier gibt es ein Multi-Area Conditioning, und das ist wirklich ziemlich cool. Das werde ich euch gleich mal im Einsatz zeigen. Allerdings ist das eine ziemlich spezielle Node, und zwar, wir bauen die mal eben kurz in einen kleinen Workflow ein. Ich nehme wieder aus den TinyTerra Nodes einen Loader, setze den hier oben hin, und wir nehmen schon mal einen Sampler, setzen den hier hin, verbinden die Pipe schon mal hier rüber. So, wir werden ein bisschen mehr Platz brauchen wahrscheinlich. Was wir hier nämlich machen können ist, so, diese Multi-Area Conditioning Node oder Visual Area Conditioning, wie sie hier heißt, nimmt verschiedene Conditionings an. Was wir jetzt an der Stelle schon mal wissen ist, wir werden mit demselben Negative agieren. Deswegen nehme ich mal, nein, ich nehme nicht den Bad Dream, ich nehme mal den Easy Negative. Wir müssen an der Stelle hier schon wissen, wie groß unser Bild werden soll. Ich werde mal 16:9 Format anvisieren. Und zwar nehme ich eine Weite von 1024 und eine Höhe von, einen Moment, jetzt muss ich einmal kurz hier drüben in mein schlaues Notizbuch gucken, dass wir eine 16:9 Resolution erwischen. Bei einer Weite von 1024 brauchen wir 576 in der Breite. Dann haben wir eine 16:9 ähnliche Resolution. Ich gucke hier nochmal eben rein. Die sogar durch 8 teilbar ist. Ja, ist egal. So, das Positive hier werden wir nicht brauchen. Wir werden für dieses Tutorial hier mit dem Ref Animated arbeiten, mit dem Model, und mit der Stable Diffusion von Stability AI VAE, weil das liefert eigentlich immer ganz gute Ergebnisse, und das funktioniert mit dem einen Model, mit dem anderen nicht. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren. So, zu dieser Node hier. Einerseits kann man schon sagen, wenn man hier Rechtsklick drauf macht, man kann leider keine dieser Verbindungen irgendwie in einen Input umwandeln. Zumindest habe ich es noch nicht geschafft. Es wird nicht angeboten. Man hat hier aber verschiedene Conditionings, die man angeben kann. Und als Basis-Resolution geben wir hier auch schon mal unsere gewünschten Werte an. 576, hoch, so. Und jetzt können wir sagen, Index 0, das soll unser Hintergrund werden. Und da geben wir jetzt hier unten auch mal die Weiten an, beziehungsweise wir können es auch mal direkt hier so klicken, und dann sieht man schon, dass wir ein grafisches Feedback an der Stelle haben,
welchen Bereich in unserem Bild diese Conditioning einnehmen soll. So, und jetzt machen wir uns hier einen normalen Clip-Text-Encode dazwischen. Ein bisschen mehr Platz. Wir brauchen einmal den Clip an dieser Stelle. So. Und sagen, als Hintergrund möchten wir einen Wald haben. Jetzt brauchen wir hier noch ein zweites Conditioning. Da sagen wir Clip Text Encode. Nehmen hier auch den Clip. So. Warum ist das hier so verhunzelt? Ist das jetzt übereinander? Jo, ist es. So, und jetzt können wir hier nämlich unten sagen in der Node, wir gehen auf Index 1, was das Conditioning 1 ist. Und hier seht ihr auch schon sehr gut, dass ihr, wenn ihr den Index wechselt, hier auch ein grafisches Feedback kriegt, zu welchem Conditioning das passt. Und hier sagen wir mal Beautiful Woman Standing in a Forest. Das habe ich mir auch so angewöhnt, das immer dann hier noch mit anzugeben, obwohl wir das hier oben schon im Hintergrund haben. Einfach damit es vom Überblenden besser wird. Und hier unten würde ich einfach zur Sicherheit nochmal ein paar Negatives eintragen. Wir sind ja hier auf YouTube. Da muss alles seine Richtigkeit haben. So, und mit diesem Conditioning 1, wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir, unsere wunderschöne Frau ist Conditioning 1. Und hier können wir jetzt sagen, diese Frau soll im Bild nur ungefähr diesen Bereich hier einnehmen. Und wir können es noch ein bisschen verschieben hier. So, wir setzen sie mal auf die rechte Seite, können eigentlich sagen Y ein bisschen weniger, dafür etwas höher. Von der Weite, ja sagen wir auch mal 512, dafür, Y war falsch, dafür im X-Bereich hier. So. Und jetzt können wir hier das Conditioning einmal ins Optional Positive schmeißen. Ich wechsle hier noch an der Stelle schnell die Sampler. Meine Lieblingseinstellung. Sage, er soll uns die Bilder speichern. Und wir können mal einen ersten Versuch starten, ob ich alles korrekt gemacht habe. Ich check nochmal so. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wir machen einmal QPrompt. Da muss er jetzt natürlich sich erstmal das Model reinladen. Aber das sollte dann schon funktionieren. Errors haben wir nicht. Lad das Model mal was schneller. So, jetzt geht's los. Und unser Sampler baut das erste Bild. Und wir sehen hier schon, wir haben als Hintergrund ein Bild gekriegt. Und hier in dem markierten Bereich wird unsere Frau gerendert. Wir können jetzt aber hier nochmal sagen, Close-Up Photography of a beautiful woman standing in a forest. Ja, probieren wir einfach mal. Ja. Und das, was es soll. Es hat jetzt die verschiedenen Bereiche so gerendert, wie wir es wollten. Es hat einen Hintergrund mit einem Wald gemacht und es hat unsere Frau erstellt an der Stelle, wo wir es wollten, wo sie im Bild erscheinen soll. Und das ist im Prinzip das Multi-Area Conditioning. Aber wir gehen da jetzt nochmal ein bisschen durch. Ich baue hier hinten nochmal einen Upscaler rein. Und zwar sagen wir erstmal ein Sharpen mit einer Stärke von 0,3. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Dann will ich ein Upscale haben. Ein Upscale Model Loader. Dann nehmen wir die ArtStation 1000 Sharp wieder für. Wir wollen einmal Upscaling mit Model. Das hier, die können wir schon mal verbinden. Schwupp, wupp, wupp. Machen wir ein bisschen schön. Das Auge rendert mit, wie ich immer sage. So. Dann machen wir hier einen Scale, ein Image Scale. Und zwar sagen wir, ich möchte an der Stelle eine Breite von 2560 und eine Höhe von 1440 Pixel machen. Und damit es auch wirklich dabei endet, sagen wir, er soll im Center croppen, also mögliche Ränder links und rechts und oben und unten abschneiden. Packen wir auch noch dazu.
sagen dann an der Stelle, wir wollen einen VAE-Encode haben. Dafür brauchen wir einmal das Bild, was aus unserer Upscaling-Kette entstanden ist, und von hier vorne die VAE. Und dann jagen wir das Ganze nochmal durch einen zweiten Sampler. Tiny Terranode Sampler. Sagen hier, das geht ins Optional Latent rein und ziehen die Pipe einmal durch. Ich möchte aber lieber die Pipe synchronisiert haben, hier oben einen geraden Strich, und damit funktioniert das schon. Ich setze den mal hier auf Preview, stelle hier meine Sampler-Einstellungen ein. So, da wir hier im Image-to-Image-Bereich sind, brauchen wir ein Denoising, was ein bisschen geringer ist. 0,5 ist eigentlich immer ganz gut. Manchmal auch 0,35, manchmal 0,6. Also je weniger Denoise ihr hier einstellt, umso eher hält sich der zweite Sampler an das Originalbild. Deswegen Hälfte ist immer ganz gut. Steps mache ich mal für das Video ein bisschen geringer. Und hier hinten hätte ich gerne ein Save Image. So. Das machen wir auch ein bisschen größer, damit wir hier schon was sehen können. Und ich sage hier als Präfix direkt Multi-Area Conditioning, einfach damit es für mich später leichter ist, die YouTube-Thumbnails rauszufischen. So, und an dieser Stelle würde ich schon mal gerne hier den Sampler auf Fix stellen. Wir müssen jetzt zwar einmal noch ein Random-Bild laufen lassen und mal gucken, dass wir ein schönes Bild kriegen. Nein, das gefällt mir nicht. Da breche ich die Kette nochmal ab. Lass nochmal ein neues Bild generieren. Ich will schon, dass er das Close-Up berücksichtigt. Was macht er da hinten? Ich habe doch gesagt, Cancel. Ach so, ja, natürlich. Wir müssen jetzt uns nach und nach hier rantasten. Das ist ganz gut, das können wir schon lassen. Dann gehen wir einmal durch die Upscaling-Kette. Und das hier wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Hier werde ich wahrscheinlich immer mal Cuts machen, bis der Sampler dann fertig ist. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, habe ich. Ich hätte nämlich gern nochmal eigentlich ein Sharpen hier am Ende. Fürs erste Bild lasse ich es jetzt. Für die weiteren Durchläufe möchte ich hier gerne noch einen Sharpen dazwischen haben. Huch, was macht er? Was ist he doing? Irgendwas scheint hier gerade... Was scheint er gerade Probleme zu haben mit meiner Shift-Taste? Interessant. Mein Shift funktioniert nicht mehr. Auch die Node lässt sich schwer bewegen. Ist er gerade so ausgelastet? Das kann natürlich sein. Mal gucken, wenn er jetzt fertig ist. So. Ah ja, okay. Er ist ziemlich ausgelastet. Ich denke, dann ist sowieso ganz gut, wenn ich Cuts mache. Ich weiß nicht, ob OBS beim Aufnehmen dann Probleme macht. So. Und jetzt schauen wir uns das Bild mal an. Und das ist jetzt unser hochskaliertes Bild. Ist schön scharf geworden. Hier hat er jetzt unsere Frau rein generiert. Alles super. Gut. Das ist im Prinzip so, wie es hier funktioniert. Wir können jetzt auch nochmal sagen, wir wollen die Dame ein Stückchen weiter nach hier schieben und die Weite ein bisschen geringer machen. Schauen wir mal, was er uns da generiert. Ja, das können wir abbrechen. Dafür brauchen wir einen anderen Seed. Ich will ja das Close-Up haben. Ja, jetzt hat er so uns auf die linke Seite gerendert. Das Upscaling können wir nochmal durchjagen lassen. Dabei hätte ich auch gerne eigentlich noch ein ControlNet im Upscaling. Und zwar das... wo ist es? Hier, das Teil. Das habe ich im Upsampling-Video ausführlich besprochen.
Bei Interesse schaut gerne mal da rein. Control Net Apply brauchen wir dann noch. Das macht die Bilder noch ein bisschen besser. Das geht jetzt hier ins Optional Positive. Das geht ins Control Net rein. Ja, er nimmt es mir ein bisschen übel, dass ich hier so ein hochskaliertes Rendering laufen habe und gleichzeitig die Aufnahmesoftware läuft. So, jetzt ist er fertig. Es läuft nur noch das VAE Decoding. Und als Bild nehmen wir das wieder runterskalierte Bild von hier. Schieben dann den ganzen Bereich mal ein Stückchen nach rechts. So. Und als Conditioning ziehen wir uns hier vorne das Positive raus. Und damit haben wir das. Wir können uns das Bild hier nochmal angucken. Auch sehr schön geworden. Und vor allem sieht man, dass unsere Dame hier links im Bild steht. Und das kann man auch mit anderen Dingen dann einfach ändern. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen hier mal einfach haben Inside a Space Station und dann sagen wir mal hier Close-up Photography of a beautiful woman standing in a Space Station. Gucken mal. Ja, sehr schön. Hat funktioniert. Ich lasse da hinten mal den Upsampler wieder laufen. Und dann schauen wir weiter. Wir gucken uns jetzt erstmal gleich das Bild da an. So, da ist es. Wir werfen einen Blick rein. Ist auch wieder sehr schön geworden. Kann man ein bisschen tweaken noch. Aber vor allem sehen wir, dass wir hier auf der linken Seite das Motiv hatten, was wir wollten, während der Hintergrund auch das ist, was wir wollten. Für die nächsten Durchläufe nehme ich nochmal eben die Add Detailer Node LoRa dazu. Auch dafür habe ich ein extra Video gemacht. Die fügt am Ende nochmal krass Details hinzu. Nämlich mit einer Stärke von 1,2. Übrigens auch hier, ne, wenn der Upscaling-Bereich, wenn ich da jetzt ein bisschen schnell durchgelaufen bin, keine Sorge, wie gesagt, schaut euch meine Upscaling-Videos dazu an. Da erkläre ich das nochmal. Da haben wir auch Vergleiche gemacht, welche verschiedenen Upscaling-Methoden es gibt. Okay, jetzt mal gucken, ob wir es reproduzieren können. Es gibt nämlich ein Problem. Und zwar, wir können bei dieser Node hier, können wir sagen, wir wollen Inputs darüber oder darunter erstellen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einen Input darunter bestellen. Das ist das mit dem Pfeil nach unten. So, dann haben wir hier Conditioning 2. Was man hier auch machen kann, ist, man kann den hier unten selektierten Input mit dem darüber oder darunter switchen. Also wenn ich jetzt Conditioning 2 einen nach oben setzen wollen würde, dann würde ich hier auf Index 2 gehen. Wir sehen, dann markiert sich das hier schon. Und dann könnte ich jetzt sagen, ich möchte das mit dem darüber oder darunter switchen, also die Ebenen ändern. Hier kann ich noch sagen, den selektierten möchte ich entfernen oder alle Inputs, die nicht verbunden sind, möchte ich entfernen. Da kann man ein bisschen hier den Input mit steuern. Aber was ich an der Stelle jetzt machen will, ist, ich möchte hier noch einen dritten Input hinzufügen. So. Und zwar mache ich an der Stelle hier, sage ich mal, a cat in a space station. So, ich möchte noch eine Katze im Bild haben. Man kann nie genug Katzen im Bild haben. Deswegen werden wir jetzt mal die Position für diese Katze hier rüber schieben. Und wir sagen mal, wir wollen sie... Na, das war falsch. Die Weite. Ich möchte so in diesem Bereich des Bildes möchte ich eine Katze haben. So, jetzt müssen wir hier natürlich vorne noch den Clip wieder mit reinziehen. Und wir lassen das Ganze mal durchlaufen. Hier wird sich mit dem Seed jetzt natürlich wieder was ändern.
einmal kurz gucken, ob das Bild funktioniert. Das funktioniert sogar ziemlich gut. Wir haben ein ähnliches Bild hier gekriegt, aber wir haben jetzt hier noch eine Katze. Was das hier ist, was ist das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut. Und jetzt mal gucken, ob man es hier reproduzieren kann. Es sieht jetzt wahrscheinlich noch nicht so danach aus, aber es gibt Fälle, da könnte es passieren, dass diese Katze zum Beispiel jetzt mit der Space Station Thematik und so im Hintergrund eventuell einen Astronautenhelm oder sowas aufhat. Und dann kann es nämlich hier passieren, dass beim Upscaling Stable Diffusion ein bisschen mit diesen ganzen Begrifflichkeiten durcheinander kommt. Das heißt, er erkennt hier schon im Image-to-Image dann eigentlich ganz gut, dass es sich um eine Frau handelt und hier die Space Station. Aber mit der Katze hat er dann ein bisschen Probleme, wenn man sich mal vorstellt, die hätte einen so ein Space Helmet an. Dann würde er nämlich unter Umständen in diesem Space Helmet auch wieder ein Frauengesicht generieren, weil wir ja hier vorne im Prompt gesagt haben, wir wollen eine Frau im Bild haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu fixen. Wir gucken jetzt gleich nochmal, wir lassen ihn nochmal durchlaufen, schauen uns das Bild nochmal an und dann versuchen wir aber mal so ein Beispiel irgendwie zu finden. Ja, das ist eigentlich schon gar kein schlechtes Beispiel, weil er hier irgendwie, man sieht doch ganz gut an der Katze, dass er ein bisschen durcheinander gekommen ist und vor allem sieht man hier oben, dass er nochmal einen Katzenkopf in die Haare der Frau gerendert hat. Das Beispiel ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne, also, wenn wir mal hier gucken, hier ist eine Katze nochmal entstanden und hier unten, die hat er schon ziemlich vermurkst. Und da werde ich euch jetzt auch mal ein paar Tricks zeigen, wie man das machen kann. Zum einen erstellen wir ja hier an der Stelle schon dieses Multi-Area Conditioning. Das heißt, die Conditionings werden angereichert mit Informationen, wo im Bild sich diese jeweiligen Objekte befinden sollen. Wir bewegen uns aber hier nur in diesem Rahmen, also in diesem 1024 x 576 Rahmen. Das kommt hier hinten, sobald wir das hochskaliert haben, natürlich aus dem Ruder. Das heißt, er kommt damit gar nicht mehr zurecht. Was man da an der Stelle machen könnte, ist, wir nehmen einen Conditioning Combine und sagen an der Stelle, wir möchten hier die Begrifflichkeiten oder die verschiedenen Punkte einmal voneinander trennen. Und zwar machen wir das so, indem wir alle einmal kombinieren. So. Und hier hinten dann nochmal ein Combine. Ne, hier ist irgendwas schief gelaufen. Was haben wir hier? Er soll hier unten rein. Und er soll nämlich eigentlich hier rein. Das war schon richtig. So. Schon wieder ein bisschen eng hier mit dem Platz. Und jetzt machen wir hier nochmal ein Conditioning Combine rein. Und sagen, die beiden wollen wir nochmal verbinden. So. Und anstelle von unserem Positive Output aus dem Sampler nehmen wir jetzt das Conditioning Combine und packen das in das Control Net rein, wovon es dann wieder ins Positive geht. Und das lassen wir jetzt nochmal laufen und gucken uns hier hinten das Ergebnis an. Ich mache nochmal das alte Bild auf, damit es nicht weg ist. Und wir warten mal kurz, dass der Sampler durchrattert. So, da ist er fertig. Und wenn wir uns das Bild jetzt mal angucken hier, dann sehen wir schon, dass er ein bisschen besser damit klargekommen ist. Die Katze hier oben ist verschwunden. Die Katze hier hat, ist katziger als vorher. Ne, hier hat sie irgendwie so einen komischen Leder-Space-Helm an, keine Ahnung. Hier ist sie wesentlich katziger geblieben. Hier unten kommt auch noch eine Katze hoch. Aber gut, das war schon ein Vorteil. Jetzt, weil wir natürlich diese Area Conditionings aus dem Conditioning selber entfernt haben
und damit besser hochskalieren können. Hier diese Dave Main Collection bietet auch noch andere Nodes. Ich zoome mal hier rein. Und zwar gibt es hier die Multilatin Composite. Würde ich die Finger von lassen. Die hat bei mir noch nie funktioniert und sorgt dafür, dass Comfy UI crasht. Also man muss dann einmal F5 drücken, um das alles zu refreshen im Browser. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Passiert ja nichts wirklich Schlimmes, aber ich möchte jetzt für das Video hier das nicht machen. Es gibt ein Conditioning Upscale. Das Conditioning Upscale ist eigentlich dafür da, gerade in einem Upscaling dann zu sagen, okay, pass auf, die Bereiche, die wir hier vorne angegeben haben, hier, ändern sich für eine gewisse Skalierung. Jetzt habe ich aber, ich habe damit rumprobiert, es passt aber nicht so ganz auf meinen Anwendungszweck. Ich möchte jetzt zum Beispiel ein WQHD-Bild haben am Ende, also 2560 x 1440 Pixel. Wenn wir jetzt einmal kurz einen Taschenrechner anschmeißen und wir sagen, wir wollen in der Weite 2560 Pixel haben und unser Basisbild hat 1024 Pixel, dann kommen wir auf eine Skalierung von 2,5. Dummerweise kann ich hier aber nur ganze Zahlen angeben. Also ich kann sagen, mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 etc. Und das passt da nicht. Ich würde hier gerne 2,5 angeben können, nimmt diese Node aber nicht an. Und selbst wenn ich hier reingehe und sage 2,5, macht er eine 3 daraus. Das ist also ein Integer, ein ganz Zahlenwert. Auch wenn ich eine andere Größe nehmen wollen würde, zum Beispiel HD, dann nehme ich 1920 und teile die durch die 1024, dann kriege ich einen Faktor von 1,875, kann ich mit denen hier auch nicht abbilden. Deswegen, für meinen Anwendungszweck war das nicht gebräuchlich. Wenn ihr jetzt einfach sagt, ihr möchtet ein Bild doppelt so groß haben, dann könnt ihr diese Node natürlich einfach hier hinten auch noch ins Conditioning reinhängen und dann ja sagen, euer Bild vergrößert sich um das Zweifache, dann berechnet diese Node das auch um. Die letzte Node ist hier noch ein Conditioning Stretch. Damit könnt ihr stretchen, ne? Also die Conditionings auf verschiedene Weiten, einmal die Ursprungsweite und die Zielweite ändern, aber ein Stretching funktioniert, glaube ich, auch nicht so gut. Benutze ich auch nicht. Was ich bemerkt habe, ist, dass es am besten funktioniert, wenn man leider ein bisschen manuellen Aufwand betreibt an der Stelle und sich nochmal so eine Node hier nimmt, das Multi-Area Conditioning, und sich dann auch 3 Inputs erstellt. Also ich mache nochmal einen da drunter. Insert Input Below. Und dann hier an der Stelle sagt, wir übersetzen das Ganze mal. Also wir wollen an der Stelle eine Resolution von 2560 mal 1440 Pixel haben. Müssen hier unten natürlich dann auch 2560 mal 1440 Pixel. Das ist unser Hintergrundbild. Hier können wir eigentlich schon mal unseren Hintergrund reinziehen. Dann sagen wir Index 1. Und den werden wir jetzt mal so platzieren, dass es in etwa mit dem übereinpasst, wie wir es da im Bild, also links hier haben. Sagen wir mal, die Weite geht ungefähr bis hier. Die Höhe ziehen wir auch runter. Das sind ungefähr gleich. Ungefähr, ne? Passt grob. Und das wird dann unser Conditioning 2 bzw. 01. Das ist unsere Frau. Und für Index 2 machen wir dasselbe. Das heißt, wir ziehen diesen Node einmal hier rüber. Packen die schon mal nach unten, so dass es grob passt. So. Sagen dann schon mal die Weite. Und die Höhe. Bin jetzt erwischt da? Ne, noch nicht ganz. So. Kann, glaube ich, noch ein bisschen höher. Müsst ihr auch nicht, wahrscheinlich nicht so genau treffen. Ich bin da ein bisschen picky gerade.
aber eigentlich ist es auch schnell gemacht. Und das ist dann unser Conditioning 3. Das hier ist ein bisschen größer jetzt, das könnte man noch sagen. Wir wollen das jetzt von der Weite her ein bisschen schmaler machen. So passt es jetzt. So passt es jetzt grob. Und jetzt haben wir unsere 3 Conditionings hier dran. Ziehen das mal irgendwie nach hier oben hin, sodass es passt. Und jetzt nehmen wir das Conditioning hier raus und schieben das da rein. Und damit können wir hier unten eigentlich diese 3 Conditionings einmal rausschmeißen. Ich lasse die jetzt mal drin, wenn wir den Workflow speichern. Und wir machen das Ganze nochmal jetzt mit diesem Setup hier. Ich lasse jetzt einmal das Ganze durchrattern. Gucken wir eben, ob es Probleme gibt oder nicht. Nein, der Sampler samplet. Sehr schön. Dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis dazu an, wenn er fertig ist. So, der Sampler ist fertig. Wir schauen uns das Bild auch nochmal an. Und was ist jetzt der Vergleich? Ja, wir sehen, es hat einfach noch besser funktioniert. Das hier ist das Bild, was wir jetzt mit dem zweiten Multi-Area Conditioning noch erzeugt haben. Sogar die zweite Katze ist noch besser geworden. Gut, sie hat sich ihren Schwanz eingeklemmt hier, aber das sind typische Stable Diffusion Probleme. Im Vergleich zu dem hier, was schon funktioniert hat, aber nicht ganz so sauber. Geht auch, aber ja, ein bisschen ist natürlich auch dem Randomized C zuzuschreiben im Upscaling Sampler. Also mal eine Frage noch, was der daraus macht. Und theoretisch könntet ihr jetzt natürlich, ihr kriegt hier oben aus der Node natürlich noch Resolution X und Y raus, wobei die Resolution basiert hier auch auf den vorgegebenen Größensprüngen. Also man kann ja nicht immer alles machen. Ja, theoretisch könntet ihr hier noch den Input für Width und Height auslagern und da oben rausnehmen, aber da ich ja in dem Beispiel jetzt hier wirklich diese WQHD Wallpaper Ausmaße haben möchte, lasse ich es jetzt einfach so. Und das funktioniert am besten. Natürlich müsst ihr dann immer, wenn ihr hier ein bisschen was anpasst, auch hier wieder anpassen. Das ist ein bisschen blöd und umständlich. Man kann leider auch nicht mehr hier irgendwie automatisieren, weil die Möglichkeit fehlt, hier die ganzen Inputs zu erstellen. Aber nun gut, dafür, dass es eigentlich so gut funktioniert, dieses Multi-Area Conditioning, um Objekte auch in breiten Bildern zu platzieren. Das heißt, wenn man jetzt natürlich nur eine Frau in einer Space Station generieren möchte, kann es oft passieren, dass man dieselbe Frau 2- oder 3-mal im Bild hat, weil das liegt halt im Stable Diffusion daran, dass die 1.5er Models nur auf eine bestimmte Breite und Höhe trainiert sind, 512 x 512 Pixel. Das heißt, der wiederholt das dann und man hat so geklonte Gesichter und so. Das ist nicht sehr schön. Das kann man mit diesem Multi-Area Conditioning ausbaden. Zum Vergleich nochmal, wie anfangs erwähnt, wenn ihr hier Set Area machen wollt, dann müsstet ihr alle diese Eingaben, die diese Node vereint, müsstet ihr also 3-mal machen hier und dann ein bisschen grob raten. Und wenn ihr diesen Fix hier oben anwenden wollt, müsstet ihr das auch nochmal machen. Deswegen, ja, ist diese Node eigentlich schon ganz gut und durchaus ein lohnender Grund, sich diese Node Collection hier doch zu installieren, wenn man sowas machen möchte. Auch wenn die anderen Nodes in dieser Collection jetzt nicht so useful sind an der Stelle. Noch ein kleiner Trick abschließend. Ich hatte ja gesagt, das funktioniert nur begrenzt mit manchen Models. Manche machen das nicht so gut mit, dieses Multi-Area Conditioning. Das Ref Animated funktioniert super, deswegen habe ich das jetzt auch hierfür verwendet. Wenn ihr hier hinten am Ende eurer Chain vielleicht doch ein bisschen mehr ein realistisches Bild haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch auf Tricks wie das Model-to-Model oder ähnliches zugreifen und hier zum Beispiel sagen, ihr ladet einen Checkpoint rein, sagt hier jetzt, ihr möchtet ein mehr realistisches Model haben. Wir nehmen wieder das Epic Realism, packt das einfach hier oben rein, so in die Optionals.
Und wenn wir das jetzt nochmal laufen lassen, dann lädt er sich natürlich erstmal das Model und das Sampling werden wir überspringen und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, und das ist fertig. Schauen einmal rein. Und jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Realismus erzeugt, wobei die Katze hier unten, das war wahrscheinlich wirklich der Seed. Aber zumindest werden die Objekte an sich nicht mehr so vermischt. Also als Beispiel zu vorher, hier sehen wir noch deutlich den 2,5D-Stil. Hier geht es schon ein bisschen mehr ins Realistischere rein. Und ja, das könnt ihr dann mit anderen Techniken natürlich mischen. Ihr könnt auch Model-Merge hier vorpacken noch und alles Mögliche. Schaut hier vorne mal, wie es funktioniert mit richtigen Models. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel nochmal das das Epic Realism direkt laden, der Baked VAE, und das Ganze nochmal laufen lassen. Hier hinten habe ich es deaktiviert. Brauchen es nur einmal laden. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ja, es ist, ne? Ihr seht das schon. Können wir einmal canceln und mal gucken, ob da vielleicht ein schöneres Bild bei rauskommt. Achso, der Sampler ist auf Fixed. Ich stelle den mal hier auf Randomize. Gucken, dass wir ein Bild rauskriegen, was ein bisschen schöner ist. Das könnte funktionieren. Aber vom Stil her sieht man hier, glaube ich, schon ganz gut, dass das Model nicht so geeignet irgendwie damit ist. Deswegen ist es hier ganz gut zu gucken, welches Model ist ein gutes Basismodel hier an der Stelle, was man erstmal reinladen könnte und dann später mit anderen Tricks hier hinten im zweiten Sampler, oder ihr könnt ja noch eine Kette machen mit irgendwie so eine Art Translation-Samplern, dass ihr sagt, okay, ihr möchtet das kleine Basismodel jetzt vielleicht erstmal in ein anderes Model umwandeln und dann das Upscaling dann nochmal mit dem anderen Model machen. Das ist ja, mit diesen Workflows kann man ja Techniken kombinieren, wie man möchte. Okay, gut. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe, während der Sampler da noch läuft. Ich denke nicht. Den Workflow werde ich euch hochladen. Dann könnt ihr damit selber ein bisschen rumspielen. Und ich save den gleich aber mal mit dem Ref Animated Model und der richtigen VAE. Ref Animated würde übrigens auch empfehlen, ein Clipskip -2 zu haben. Das habe ich jetzt gelassen. Naja, die lasse ich auskommentiert hier oben. Ich lasse den fix hier oben drin. Und dann schauen wir uns nochmal das Endergebnis an. Und dann haben wir das Thema, glaube ich, hoffentlich ganz gut besprochen. Ich habe es, wie gesagt, vor ein paar Monaten noch sehr häufig angewandt, um WQAD-Bilder zu erzeugen. Inzwischen mache ich es auch ohne diese Technik und einfach auf gut Glück. Aber dann kommt halt auf dieses Cloning dabei raus, dass man dieselbe Frau 2- oder 3 Mal im Bild hat. Deswegen ist das eigentlich doch eine ganz gute Taktik hier an der Stelle. Ihr könnt übrigens hier auch eine ganze Reihe mehr Conditionings noch einfügen und somit euch ein Bild wirklich komponieren. So, wir gucken jetzt mal rein, wie es geworden ist. Ja, verbesserungswürdig kann man schon sagen, aber da muss man halt auch die Prompts ein bisschen ausarbeiten und so, ne? Das ist immer ein bisschen Tweaking, wie das halt normalerweise der Standard ist. So. Genau. Einen Moment, ich speichere das mal. So, ist gespeichert. Weil jetzt will ich das nochmal eben kurz ein bisschen umbauen und nochmal einen schnellen Test machen. Und zwar, wenn wir jetzt einmal sagen, wir wollen von der Resolution her eigentlich umgedreht 576 mal 1024 und dann als Index 0 sagen wir das auch, 576 mal 1024, Index 1
Nee, warte mal. Ich will ja was anderes machen. Index 0. Da sagen wir weniger Höhe. Sagen wir mal so. Und sagen, hier haben wir Beautiful Landscape Scenery. Dann Conditioning 1. Das ist das Grüne. Das werden wir erstmal ein bisschen weitermachen. Einen Ticken runtersetzen. Runter. So, und von der Höhe her auch ein bisschen weniger. Das müssen wir wieder runtersetzen. So, das ist 2. Und hier sagen wir mal A Beautiful Night Sky. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir testen das jetzt einfach mal live aus. Und hier sagen wir mal Conditioning 3. Von der Weite her ist A Galaxy in Space. So. Und damit wir uns das da oben jetzt gerade mal ersparen, würde ich sagen, wir nehmen jetzt nochmal das Positive von hier. Nur für den Test. Die hier oben mache ich aus. Ich habe den Workflow deswegen extra vorher gespeichert, weil ich jetzt ein bisschen destruktive Arbeit hier machen muss. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich bin selber gespannt. Ich habe den Test vorher noch nicht so gemacht. Was macht er? Ach, er lädt das Ref Animated noch. Wann kommst du im Sampler an? Da kommt er. Aha, Patch. Kernel size can't be greater than actual input. Was auch immer das heißt. Klatsch. Sehr schön. Ja. Warum funktioniert das nicht? Lass mich mal eben nachschauen. So, Fehler gefunden. Man muss hier unten einfach nochmal dieselben Werte eintragen wie hier. Also er hat das Latent. Natürlich nimmt er sich das Latent aus dem Loader und das war noch auf Breitbild eingestellt. Jetzt habe ich Hochkantbild eingestellt und ja, dann funktioniert. Ich habe hier ein bisschen auch die Werte geändert, dass sich diese Bereiche überlappen, weil wenn man die so hart getrennt macht, dann sieht man das auch deutlich im Bild. Aber wir sehen hier schon das Bild, was gerade erzeugt wird. Hier ist er, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hoffe, das Bild am Ende wird was. Und das war nur das Preview, was jetzt hier rumschlunzt. Na, mach fertig. Nee, da ist er kaputt gegangen. Wir können es aber hier angucken. Schauen wir uns das kleine Bild mal an. Und hier sehen wir eigentlich auch, dass das super funktioniert hat. Hier haben wir unsere Landscape Scenery. Hier haben wir, ich habe zwar Night Sky gesagt, der hat jetzt aber das hier gerendert. Und da oben geht es über in eine Galaxie. Das geht natürlich auch sicherlich schöner. Ich weiß jetzt aber nicht, warum er hier durcheinander gekommen ist. Vielleicht noch, weil die Dinger hier verbunden sind oder so. Aber eigentlich sollte er das nicht ziehen. Komisch. Aber prinzipiell geht sowas. Vielleicht sollte ich mal ComfUI neu starten oder ähnliches. Hier sehen wir es auch wieder. Er erzeugt hier wieder alles zusammen komponiert. Gut, einmal kurz gucken, ob er hier unten jetzt was sauber macht. Nee, macht er nicht, weil ich ein Idiot bin und ja. So. Gib uns noch einmal ein laufendes Beispiel hier. Ich sag dir, das ist leider ein bisschen ein manueller Prozess, der hier läuft. Was hat er da gemacht? Das ist interessant. Ja, das ist ein bisschen optische Täuschung. Egal. Technikcheck. Auch hier macht er irgendwie was ganz Komisches. Okay, das ist aber ein anderes Problem. So, kleiner Schnitt zwischendrin. Ich habe es dann noch hingekriegt. Und zwar ist es eigentlich gar nicht so schwer. Ich hatte vorher ja das Positive hier rübergezogen. Und hier sind natürlich noch die gesamten Area Conditionings mit drin. Und das hat den Sampler an der Stelle durcheinander gebracht. Ich bin jetzt mal wieder hier unten
über den Conditioning Combine gegangen, habe den aktiviert, hier oben wieder ins ControlNet rein, vom ControlNet in den zweiten Sampler und damit funktionierte das Bild auch wieder. Die zweite Multi-Area Conditioning Node hier oben habe ich dafür nicht verwendet. Das funktioniert einwandfrei und wenn man mal sich das anschaut, dann kommt sowas dabei raus. Und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen, oder? Ich denke schon. Das ist ein schöner Zusammenschnitt, wobei er Night Sky nicht erkennt. Er macht einen normalen Sky hier, aber das ist modelbedingt. Jo, so, wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass der Fix hierfür eigentlich relativ easy war. Ja, gut. Ich hoffe, ihr habt sehen können, wofür diese Node gut ist. Vor allem für Landscapes ist es ganz gut. Ja, probiert selber ein bisschen rum, testet ein bisschen rum. Ich werde wahrscheinlich noch gucken, warum das hier nicht so ganz funktioniert. Das ist hier bestimmt hinten irgendwas im Upscaling-Bereich. Aber nichts Dolles. Gut, viel Spaß beim Experimentieren und Rumprobieren. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschüss.